In diesem kurzen Video geht es um den modularen Aufbau von einem System. Wir haben hier beispielsweise gerade den MACD-Einstieg. Der wird aus einer externen Datei importiert und zeigt hier oben Kaufen oder Verkaufen Signale an. Immer wenn diese Balken hier unterhalb der gestrichelten Linie gebildet werden, dann ist es ein Kaufen-Signal. Und wenn sich die Balken hier oberhalb der Linie bewegen, dann ist es ein Verkaufen-Signal. Jetzt stoppen wir den Expert-Advisor einmal, starten einen neuen Test mit der gleichen Datei. Und diesmal wird hier der Accelerator-Einstieg getradet. Und wir möchten uns jetzt anschauen, wie man in MQL5 einen Expert-Advisor erstellen kann, der in der Lage ist, solche Einstiege aus externen Modulen zu lesen. Um das zu tun, klicken Sie bitte im MetaTrader auf diesen kleinen Button hier oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert-Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simples Modul, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Und jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier entfernt werden. Auch die 2 Kommentarzeilen werden gelöscht. Und vor unserer OnTick-Funktion, die immer aufgerufen wird, wenn eine Preisänderung auf dem Chart stattfindet, benötigen wir noch eine Funktion zum Inkludieren, also zum Einbinden einer externen Datei. Das geht hier mit Raute include. Damit importieren wir den Inhalt einer Datei, die checkentry-macd.mq5 heißt. Das hier ist diese Datei. Sie wird in einem anderen Video behandelt und liefert ein Einstiegssignal. Das möchten wir jetzt in der OnTick-Funktion aus der externen Datei laden. Dazu erzeugen wir hier eine String-Variable mit dem Namen Signal, die wir hier in der inkludierten Datei finden, ein Signal ermittelt. Und in diesem einfachen Beispiel begnügen wir uns mit der Chart-Ausgabe des Signals. Wir geben also über die Comment-Funktion den Text Signal und das von uns ermittelte Signal aus. Das war's auch schon. Wenn wir hier auf Kompilieren klicken, dann sollte das ohne Fehler und Warnungen über die Bühne gehen. Natürlich braucht man die Datei, die importiert wird. Die sollte entweder im gleichen Verzeichnis liegen wie in diesem Fall, oder man muss explizit ein Verzeichnis angeben. Und wenn der Kompiliervorgang funktioniert hat, dann können wir hier oben klicken oder F4 drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Im MetaTrader selbst klicke ich auf Ansicht, Strategietester oder drücke die Tastenkombination STRG und R. Das ruft dann hier den Strategietester auf und hier wähle ich die Datei simplesmodul.ex5 aus und starte einen Test. Und jetzt wird hier der MACD gezeichnet und ich bekomme Kaufen und Verkaufen Signale, die auf diesem Signal basieren. Ich habe aber noch einen anderen Einstieg für den Accelerator, der heißt checkentry-IAC-MQ5. Ich tausche das hier jetzt einfach in meiner Hauptdatei aus, kompiliere den Quelltext erneut. Auch das hat funktioniert, stoppe den aktuellen Test und starte mit dem gleichen Programm hier einen neuen Test und schon habe ich mein Signal verändert. Auf diese einfache Art und Weise lassen sich externe Dateien in einen Expert-Advisor einbauen. Das war jetzt ein sehr einfach gehaltenes Beispiel, in dem das Signal ausgetauscht wurde. Man kann das Gleiche aber auch tun mit anderen Dingen, wie beispielsweise einem Stop-Loss-Modul für einen Trailing-Stop, einem festen Stop, einem Break-Even-Stop oder einem Equity-Stop. Man könnte ein weiteres Modul austauschen für eine feste Lotgröße, die Berechnung einer dynamischen Lotgröße, oder man könnte ein weiteres Modul erzeugen, das die Anzahl der maximal erlaubten Trades bestimmt. Ich mache alle diese Dinge im Forex Trading Framework selbst und importiere hier unterschiedliche Funktionen, die in der Lage sind, Positionen zu öffnen und zu verwalten. Und wie man sieht, gibt es durchaus noch mehr Einstiege. Das Prinzip ist dabei immer das gleiche. Ändern wir hier zum Beispiel den Accelerator-Einstieg einfach mal und nehmen den RSI, also den Relative Strength Index, kompilieren erneut, starten wieder mit unserer Datei simplesmodul.ex5 einen neuen Test. Dann bekommen wir diesmal den RSI angezeigt. Der produziert deutlich weniger Signale, denn dazu muss diese blaue Linie diese gestrichelten Linien hier überschreiten. Das wäre beispielsweise jetzt hier der Fall.
Und so lassen sich mit ein paar Handgriffen Änderungen an einem bestehenden Handelssystem durchführen. Und Sie haben in diesem Video gelernt, wie Sie Einstiege in einem modularen System austauschen können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.